I'm a soldier bound for glory. I'm a soldier going home. Come and hear me tell my story. All who love the Savior come. I will tell you what induced me in this glorious fight to start. 'Twas the Savior's loving kindness overcame and won my heart. Many say that I'm too noisy, but I'll tell you the reason why. If they only felt the glory, they would shout as well as I. To Death's dark swelling river, like a warrior I shall come. Then I mean to shout salvation and go singing glory home. I'm a soldier bound for glory. I'm a soldier going home. Come and hear me tell my story. All who love the Savior come. I love Jesus, hallelujah. I love Jesus, yes I do. I love Jesus, He's my Savior. Jesus smiles and loves me too. I'm a soldier bound for glory. I'm a soldier going home. Come and hear me tell my story. All who love the Savior come.
As I travel through life with its trouble and strife, I've a glorious hope to give cheer on the way. Soon my toil will be o'er, and I'll rest on that shore where the night has been turned into day. Up in the beautiful Paradise Valley, by the side of the river of life. Up in the valley, the wonderful valley, we'll be free from all pain and all strife. There we shall live in the rose-tinted garden, 'neath the shade of the evergreen tree. How I long for the Paradise Valley, where the beauty of heaven I'll see. As I roam the hillside, or I list to the tide, as I pluck the sweet flowers that grow in the dale, a faint picture is there of a land bright and fair, where perennial flowers ne'er fail. Up in the beautiful Paradise Valley, by the side of the river of life. Up in the valley, the wonderful valley, we'll be free from all pain and all strife. There we shall live in the rose-tinted garden, 'neath the shade of the evergreen tree. How I long for the Paradise Valley, where the beauty of heaven I'll see. Though your garden is rare, it is not to compare with the flowers that bloom in the garden above. In the midst of it grows Sharon's perfect sweet rose, 'tis the wonderful flower we love. Up in the beautiful Paradise Valley, by the side of the river of life. Up in the valley, the wonderful valley, we'll be free from all pain and all strife. There we shall live in the rose-tinted garden, 'neath the shade of the evergreen tree. How I long for the Paradise Valley, where the beauty of heaven I'll see.
Good evening, everybody. Ik heet iedereen welkom ten God in woedbare harten. En ik geloof, we zijn al alle geworden, dat het is nu zomer geworden. De schrift zegt bijna steht, wanneer bij mij schon van uit te lopen, dan weet we dat de zomer is dichtbij. En ik geloof, we hebben het al alle gezien. En ons al alle gefreut toe. En dat zijn nog maar een paar dagen, en dat is aber een grote onderscheid nu. An de Bäume, an Gras, alles was, fijn, en je het zich wieder. En de schrift, die brukt dort als een Beispiel, dat de tijd is, bald hier het Jezus wat komen, wie andere dingen zijn, wat de aanvang te doen, wanneer de arbeid is in de wereld, en zo wieder. So ik had een gedacht nu, dat het zich rein worden deed. En ik hoop, je vrienden alle ook doet en ik wens ook dat we ons kunnen vrienden en God zijn woord te houden. Dat is een ganz bekende ding, wat we ons wel even lezen van jou. Dat gaat aan wat doen we met dat wat God ons heeft onvertrouwd. En wie doet even gaan, mag ik vragen je wel opnemen, waar we ons nog eens beten. Herr Jesus Christus, we komen voor die. We bedanken ons voor deze dag, voor deze schöne Sonnenschein, voor de zomer wat hier is. En ik bid je, mocht die ons alle de vrijheid geven, dat we kunnen eruit zijn te alle tijd, wanneer die waarheid komt. En dat we ook mogen nu die woord opnemen en doen nog harten. Dat we mogen werkelijk kan gezegend zijn door wegen die zaak en die woord, dat we worden al gezegend worden hier, wanneer we worden die gehoorzaam zijn. En ik bid je, mocht die dat woord laten reden hier zo in iedereen en help ons, dat we kunnen werkelijk dat even zaten in ons leven. Mocht die wieder diesen Ofen segnen en met iedereen zijn. Amen. So, ik heb een vrouw, de eerste voor $1. We hadden laatst gehoord dat den Kapitel van 1 Korinther 13 en door het van Leib. Als ons dan nog klaar gebleven, wordt het te zeggen dat wanneer we irgendwas doen, wat we niet het Leib doen, wat ons het halten deed. Waar we doen denken, ik dacht op niet aan deze werk, probeerde aan te denken, wanneer wat deed, dat sagte dat het Leib. Ook wegen zijn we uitmerken deed. Ik dacht zo, doe ik dat het Leib, of doe ik dat plus dat ik wat te doen heb. En de schrift die vaart ons op, wie zullen dat het Leib doen. En zo bad ik ook van jou, dat we mogen einfach in jeder einer proben eine Freude haben hat. Nu wanneer we dat woord toehouden doen, ik kon je gezegd dat niet zijn, maar ik hoop je kring alle schaftig en vrienden ten God zijn woord harten. En dat ding wat we ons willen lezen, dat is in Matthäus 24 van 14 tot 30. En dat gaat doen, wo das ein Mann wil wegfahren op een reis en zijn haben God onvertrouwen aan zijn dienaar. En dat zegt u ons dat is een vergelijk met het himmelrijk. So waar we dat mal even lezen. Matthäus 24 van 14 tot 30. Dat himmelrijk wordt zo zijn als wanneer een man op een reis voer en zijn dienaar raub en aan zijn familie onvertrouwt. En hij geeft den eersten 5 pengeltjes geld, den tweeden 2 en den derden 1. En iedereen doet nu als hij am staan weer te hanteren en voer weg. En die 5 gekregen had, ging voort en handelde met en gewann 5 meer. Zo ook die 2 gekregen had, gewann 2 meer. Aber die maar 1 gekregen had, ging en begroef zijn Herrn zijn geld. Dan am eine lange tijd kwam de Herr met zijn dienaar te verreken. Dan kwam dat eerste die 5 pengeltjes gekregen had en bracht 5 meer. En zei, Herr, du gevst mij 5 en ik heb du met 5 meer gewonnen. Zijn Herr zei te hem, du goede trouwe knecht, du hast goed gedaan. Du bist ever wenig trouw geweest, ik wil die ever veel zaten. Go en vrede met din Herr met. Dan kwam de Fehr die 2 gekregen had en zei, Herr, du gevst mij 2, ik heb du met 2 meer gewonnen. Zijn Herr zei te hem, du hast goed gedaan, du goede en trouwe knecht. Du bist ever wenig trouw geweest, ik wil die ever veel zaten. Go en vrede met din Herr met. Dan kwam ook die Fehr die een gekregen had en zei, Herr,
Ich weiß, dass du ein wahrer Mann bist. Du arnst du, wo du nicht gesät hast, und du sammelst du, wo du nicht ausgestreut hast. Deswegen habe ich Angst, und ich ging und begruf dein Geld an der Ehr. Hier hast du dort Dinge. Sein Herr aber sagte ihm, du böser vieler Knarch. Du weißt, dass ich arnt, wo ich nicht gesät habe, und sammel, wo ich nicht ausgestreut habe. Dann hast du mein Geld sollt haben an der Bank gelegt, dann, wenn ich kam, habe ich mein Geld mit Interest gekriegt. Dann nehm mal dort eine Wach und gib dort zu denen, die Tieren haben, wils wir immer du hast, den Wort mehr geb worden, dort er mehr als genug hat, wir aber nicht hat, von den Wort noch dort genommen, was er hat. Und schmied den nutzlosen Knarch rüt, und dies drin, du worden die Menschen jummerieren und mit ihnen knirschen. Für mich ist das hier so eine wahre Geschichte. Das ist eine ganz einfache Geschichte, das sie ganz alles erklären. Jesus hat das Gleichnis hier vertellen, after dat er hat das andere Gleichnis vertelt von den 10 Jungfrauen. Und das ist bloß noch ein Beispiel. Und ich frage mich selbst, was habe ich getan mit dem, was der Herr mir hat anvertraut? Was tun eigentlich die? So wie mit Fehr, bei der Sache in Gun, mit dem, was immer das ist, ludet sein eint. Aber da wie dort so ist, das hat er, was du einkriegst, wir gehen ein bisschen begrüben und luten dort sein. Wir gehen nicht in Merken, proben mal von zu merken. Das ist wichtig. Der, was der 5 kriegt, der sagt, das sagt du, der ging 14 Handel, du mit gewonnen, 5 Mal, auch so der, was der 2 hat. Und das sagt du so, an den 15. Fall sagt dort, dass die Wirte von jedem du nur aus, was der hantieren kann. Du nur aus, wo der kann mit umgehen, aus was die glauben hat, und andere wird gesagt. Und so hat der Herr mir und die auch. Was immer mag sein, vielleicht hast du dort in die sollen ein Vorbild sein, bloß bei unserer Arbeit, oder bei unserer Nubasch. Vielleicht hast du dort bei der Familie, die haben Kinder, und vielleicht hast du bloß die Kinder von Gott lernen und die nach Gott wiesen. Vielleicht kann er doch sein predigen. Was immer dort ist, was du wieder mit. Lut wieder etwas legen. Wenn das sagt, wir haben uns nicht mal gegeben, als was wir können. Aber sei wir bloß sagen uns du und sagen auch bloß, dass wir weiten Gott als streng, er meint das so, und dann nicht mit. Wenn wir das weiten, dann soll wir nicht indontig sein. Wegen wir haben verschiedene Gaben gekriegt. Einer hat zum Reden, der andere hat vielleicht zum was anderes. Was immer das mag sein, mag die wahrlich sein und gehen. Besonders nie in dieser Zeit, wir haben nicht so denken, wir fahren ja nicht in die Kirche, wir waren nicht bis so wir dann waren, wo uns Fleisch jankern hat. Wir haben uns einfach abmerken, in den Vorbild sein, du wo wir sind. Das darf nicht unbedingt bloß eine Kirche sein, weil wir nicht abkommen und weil wir dort nicht eine Chance geben, dort wir dann nicht viel wollen. Wir werden uns noch in Römer Kapitel 12, wo die Verse überlesen. Ich probiere hier so sehr still zu sein, wegen des Mike, der alles abhängt, so, da läuft vielleicht so, ich sage hier so, irgendwo, ich will mich nicht moven, aber das Lied war nicht da. So, Römer Kapitel 12, die erste Verse, von durch 1 bis durch 7, weil wir auch ganz eng lesen. Das sage ich, aus ich könnte deine Wort nicht lesen. Sorry, ich konnte bloß nicht trachten, aber ich war bloß ein bisschen wieder ablesen von der Homesick von, nicht weiß ich, wegen was ich nicht kann. Sorry. Ich sage noch gleich bei Römer. Römer 12, Vers 1 sagt, Bruder, wie Gott so viel Genug in Mitleid und Jünd bewiesen hat, mun ich Jünd, auch jünden Körper Gott zu geben, aus einem heiligen, lebendigen Opfer, das Gott annehmen kann,
Lutot ein Jesuja Gottesdienst seinen, en stalt jün nicht so han aus dieser Welt dat. Die sollen durch jene neue Gesinnung verändert worden, dort je weiten können, wat Gott sein Willen, wat gut, angenehm und vollkommen ist. So erstens einmal, das sagt, dass wir sollen uns handstellen als ein heiliges Opfer, das Gott uns kann brücken, wat den angenehm ist. Vers 3 sagt, durch die genug, die mir gegeben ist, sei ich jünd, ein jeder einen. Dann denk von jünd nicht mehr aus gewaltlich sein, aber schatz jünd du nur auf, aus Gott jünd Glauben geschenken hat. So hier kommt das all riet, dass wir sollen nicht uns so vollen, uns nicht meten mit anderen. Ja, wir proben uns fern zu meten mit anderen, wir wollen kriegt dort kann, was der andere kann, vielleicht hast du kriegst so schön reden, vielleicht hast du ein Wort anderes, aber das sagt du nur, was uns geschenkt hast, du nur so wie uns schätzen, uns Glauben geschenkt hast. Vers 4 sagt dort, so aus wie ein Körper viele Glieder haben, und die Glieder aber nicht alle dasselbe zu tun haben, so sei wie viele ein Körper in Christus, und auch unseren anderen sei wie Glieder und einen Körper. Und wie uns Guben sich nur unterscheiden aus uns genug geschenken ist, weil wir die in jeder nur brücken, wenn dort predigen ist, dann nur aus uns zu Glauben geschenken ist, wenn deinen, dann nur deinen, wenn lehren, dann nur lehren, wenn ermunen, dann nur ermunen, wenn geben, dann wirklich, wenn andere verstehen, dann flietig, wer du auf Mitglieden zu sein, soll dort mit Frieden dienen. So, das sind bloß einige Guben, was du kannst sagen, abgenannt hier, das sind auch nicht alle, was wir in der Bibel finden. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns nicht probieren zu meten, dass wir bloß einfach mit dort, was Gott uns hat gegeben, wie gehen und wie tun wir mit. Nicht, dass bloß legen lassen, das ist gerne, der wird du uns bloß Eindruck kriegen, was sagt in sein Herr? Er sagt, die Beiser vieler Knarch. Und der Gott sagt, dass es ein nutzloser Knarch und das wird genommen worden von denen, was der hat. Aber die sollen das wegnehmen. Und kriegt so, weil die von dit lehren, dass wir nicht wollen, bloß viel wollen, wir wollen duntig, und tun nicht mit, was Gott uns hat gegeben. Vielleicht hast du dann Zeugnis mit da. Sonst dort haben wir alle, wer wahre geboren ist. Und jeder einer wäre torchen, dat mag uns bloß Mut sprechen, weil wir uns nicht gleichgültig nehmen und uns vielleicht in Wahlen luten. Weil wir brennend sind für Gott, dass er uns kann brücken wie in der Welt. Und das ist die Geschichte, der ganz klar sagen, Jesus wird auf diese Erde ist, in den Himmel gefahren, und der wird weiterkommen. Und das ist der Herr, wo von reden hat, dass der wird kommen, der wird uns belohnen. Aber der wird tun nur, was wir tun haben. Und wenn ein die uns nicht tut, die Frau würden stellen, wenn Jesus wird von der weiterkommen, wo wir mit Fallen hängen am entgegengehen, oder wo wir dazu fingen, ich will die noch schwindet Jahren, oder ich habe es lang wollen, und ich habe es versehen. Weil wir nicht in duntig sind, das was ich betue, und das sage ich aber in der Stelle, dass wir wollen, wohl ab diese Erde, sei gesehen, wann wir gehen für Gott, und danach in das ewige Leben, wo wir nach da belohnt werden von das Aufgut, was Gott sind ist. Wenn wir uns noch eine Stelle lesen in Hebräer, oder ein Vers erst dort los, Hebräer 6, Vers 12. Hebräer 6, Vers 12, das sagt, die sollen ihnen Glauben nicht und duntig, die sollen an ihnen Glauben nicht und duntig werden. Vielmehr nehmt die zum Vorbild, die durch geduldig seinen dort gekriegt haben, wird am versprechen wir. Und das redet hier so von Abraham, von den 12 Aposteln, von all die, was du im Alten Testament sind, abgeschrieben, was du an durchgehauen. Und er sagt, wir sollen dort aus dem Vorbild nehmen. Weil wir dort ein Vorbild nehmen, wegen wir wollen dort kriegen, was uns versprechen ist. In Matthäus, Kapitel 26, Vers 42, lege es dort. Da steht, wo Jesus
allein ging, just als am Christchen deiden, in beten deiden, du sagst dort, in Matthäus 26, Vers 41 hast dort, du sagst, Werk und Bet, dort je nicht an Versiegung fallen, der Jesus wahrlich, aber das Fleisch ist schwach. So, weil wir das ernst nehmen, weil wir nu, wann wir können, die Juden, die das hier, und wie dorben gehen, weil wir das gut lesen, und weil wir dort ausspreiten. Mit was immer uns so gut was, weil wir uns nicht mehr noch nächsten, und weil wir einfach bloß jeder Tag dort tun, was Gott uns anvertraut hat. Er mag, dass jeder einer mag einfach dort verlangen kriegen, wegen der Zeit, wo immer wir nicht läuft und das hat uns nicht, dort wie laat hier und ich wünsche jeder mein viel Frieden, Mut zu tun, und mag Gott sie gut wieder segnen. Amen. Hast du mal gedacht, du wirst viel zu jung, du hast noch Zeit, aber du erlebst, du weißt dort nicht, was der Tag noch wird kommen, worum tjens nicht, nur Jesus nu, best niemals zu jung, niemals zu jung, niemals zu alt, komm du Jesus nu, Hartwellheit auf, niemals zu jung, niemals zu alt, heit auf die von der, heit life die Sonne. Hast du mal gedacht, du verspielte ab, du kannst nicht nur dein Leben ändern, aber tut's nicht so, du kannst am nur deinen, warum tjens nicht, nur Jesus nu, best niemals zu alt, niemals zu jung, niemals zu alt, komm du Jesus nu, Hartwellheit auf, niemals zu jung, niemals zu alt, heit auf die von der, heit life die Sonne. Wenn du nu was kommt, dann sei Herr Jesus, mir fehlt die Sau. Meine Seele ist dieser, ich sie voll sind. Herr Jesus, vergib mich, oh Jesus, komm and wash me rein, I nimmt die dann nun. Niemals zu jung, niemals zu alt, komm Jesus nu, Hartwellheit auf, niemals zu jung, niemals zu alt, heit auf die von der, heit life die Sonne. Niemals zu jung, niemals zu alt, komm Jesus nu, Hartwellheit auf, niemals zu jung, niemals zu alt, heit auf die von der, heit life die Sonne. Good evening. Ik heet ook om welkom weer hier toehorging dat.
Ja, ik trouwens, we worden alle aan ze opnemen. Ik wil nog beden. En dan mag ik aanvangen. Herr, ik dank die voor de dag. Dank die dat u ons zo'n schöne Dware geschonken hast. En dat u immer war gnädig bist met ons. En dat u ons das immer war dat Leben schenken. En alles wat we brauchen zum Leben. Herr, ik dank die besonders dat u ons dat ewig Leben gegeven hast. Dat u ons alles zo riklich das toegeven. Herr, ik dank je dafür. Herr, ik vraag du wisch van jou durch dein Wort reden. Ik vraag du wisch Kraft geven en dat du magst dien nun verherrlichen. Herr, ik vraag du wisch Verständnis geven für alle Mann, wer der toehoren dat. En dat du wisch mij wird geben, wat de klotte verstehen sind. Herr, ik vraag du wisch dat lenken van ons sowas mag die nun verherrlicht worden. Amen. So ik heb hier een vers, ik lees een vers, dat is aan Johannes kapitel 3. En dat is einfach een saying wat Johannes de Döper sagen leid. Zijn Jünger die komen nur aan en zeggen dat Jesus hij vangt aan meer Jünger te krijgen en hij dat meer mensen deuten. En dat Jesus dit wasen in Johannes de Döper zijn nu vallen die worden vanja. En die komen met zo aan als dat die wird nicht ganz gut. Anyways, en dan dat antwoord wat Johannes de Döper had, die wird interessant. Wat hij zei, dat hij zegt du aan de 30. vers, dat is Johannes kapitel 3 vers 30. Du zegt hij, he must increase, but I must decrease. So, hij moet toenemen en ik moet afnemen. En mij wordt het opvallend wat te zeggen, Leute. Mir het hier niet zo zeggen om wat de context zeggen dat. Mir het alle om, krijgt deze weer hier. Hij moet toenemen, maar ik moet afnemen. Ik wil deze weer een klein beetje verdrehen, een beetje switchen. Dat is ook wat ik mijn titel genannt heb van mijn studie. En dat is, I must decrease that he can increase. Ik moet afnemen dat hij kan toenemen. En ik dacht aan een geschichte in het Oude Testament van Gideon. Dat is een Richter, dat is Judges, Richter kapitel 6. Ik glaube, ich kann diese Geschichte vielleicht alle, von wo Gott dort Gideon berufen, dat hij zal als Richter de Israeliten vrijmaken die werden bedreigt moet, weil sie hadden gesündigt en nu had hij een rare geschickt. En dat we ook wel het lezen, dat zijn Judges chapter 6, verse 11 to 16, Richter kapitel 6, vers 11, vers 17. And there came an angel of the Lord and sat under an oak which was in Ophrah, that pertained unto Joash the Abiezrite, and his son Gideon threshed wheat by the winepress, to hide it from the Midianites. And the angel of the Lord appeared unto him, and said unto him, The Lord is with thee, thou mighty man of valor. And Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befallen us? And where be all his miracles which our fathers told us of, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us, and delivered us into the hands of the Midianites. And the Lord looked upon him and said, Go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee? And he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel? Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house. And the Lord said unto him, Surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man. So, de engel van den Herren, de kwam hier nu Gideon, en hij zei to hem, De Herr is met thee, the Lord is with thee, thou mighty man of valor. Ik kon dat Engels het pot niet krijgen, plot iets overlijden, dus het hier geschreven is. Dat zegt du, thou mighty man of valor. So du zegt het versprungt van, a mighty man of valor worden in kraft, in sterke man zijn, en op een broer. Valor, dat meint, dat stalt, dat niet stalt, dat broer, hij heeft niet angst, hij is,
hij is zeker, hij is zich zeker en hij heeft kracht en wat hij zich zeker is. En dat is wat de Herren zijn engel te hem zeggen deed, dat wat hij hem doen aandeed. En Gideon, hij like dat wordt niet eerst zijn dat genannt te zijn, maar Gideon, hij op zijn antwoord, wat we hier aan den 13. vers lezen doen, du sagt ja nichts von dort. Dat is, hij heeft het niet gemerkt. Hij zegt, hij heeft bloß hier dat de engel zei dat de Herr is met die. En dan zegt hij hier, if the Lord be with us, why then is all this befallen us? So van de Herr met ons is, waarom is all dit op ons gevallen? So hij kan dat hier eenmaal verstaan, dat van de Herr met ons wird, dan wo wir nicht so in der Dreck zijn van deze Midianites. Wir wollen nicht so Sklaven sein, wir wollen Victory haben über die wollen uns nicht kennen, weil er hat immer bekannt, dass von der Herr mit uns wird, dann wurde man passiert so nicht, dass die so bedrückt worden. Und dann wieder, und wo sind all seine Wunder, wo unsere Verführer uns verteilt haben, in der Seelen, dass der Herr uns in Ägypten gebracht hat und so wieder. Dann sagt er hier, hing noch, but now the Lord hath forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. So that Gideon hier bekannt, dass der Herr, der hat uns ewig geführt an der Hang von den Midianites nennen. Und das habe ich hier an das erste Eng von dem Kapitel auch gelesen. Aber mir wird wichtig, dass heute hier erkannt wird, dass von der Herr mit entweder, dann würden die nicht so bedrückt sein, dann würden die nicht so oppressed sein. Und dann den nächsten Vers, das der Herr, das sagt hier, and the Lord looked upon him, der Herr kickt ab an und said, go and dit deine Macht, und die warst Israel raden von der Hängen von den Midianiten, hab nicht Akt die geschickt. So hier sagt er einfach, go and dit deine Macht, go in this thy might. So dit, was er hier nu sagen wird, dort wird deine Macht, dort er das bekannt wird, dort von der Herr mit uns ist, dann wird es nicht auf uns kommen, dort dann, wo wir die Victory haben, dann, wo wir Sieg haben, und mit dit bekannt, dort ist die Macht, und was der Herr sagt, dort, und dort soll Gideon gehen, nicht weil es ein mighty man of valor wird, und wenn dort soll er nicht gehen, soll gehen, weil es bekannt wird, dort von der Herr mit mir ist, dann sind es ein Gewinner, und dort soll er gehen. Und Gideon über, er antwortet hier nach war an den 14. Vers, no, an den 15. Vers ist dort, wo man so Israel raten. Ich hab mal meine Familie, sagt my family is poor in Manasseh, meine Familie ist arm an Manasseh, an seinen Sturm, und ich die geringste an mein Vater sein Haus. Er wird der kleinste, er wird ein schwacher, und er wird einfach nicht ein großer, starker Mann, und er sagt sich aus dort, er sagt sich aus ein kleiner, geringer, schwacher Mann. Und danach, der Herr, der sagt noch einmal, surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man. So er wird die Midianites so schlug, dass von der große Schar Menschen, dass von ein Mensch ist. Von mir das lesen dann an den 5. Vers hier, in das Kapitel, den 5. Vers, dort hängt es eng, dort sagt, dort in der Kamals, die in der Kamals wären ohne Soul, they were without number, die wären nicht geteilt, die ging nicht geteilt, so viel wären die wären auf das Land so großhaber, sagt ich dir. Und diese Schar wird Gideon nicht schlagen, so als von ein Mensch wird. Und er wird in geringer, er wird einmal bekannt, dort von der Herr mit mir ist, dann ist dort möglich. Und dort ist an der Macht, was Gott an einem bekannt wird. Und dann will ich an den 7. Kapitel, nächsten Kapitel, Versen lesen, von Vers 2 bis 8. And the Lord said unto Gideon,
The people that are with thee are too many for me to give the Midianites into their hands, lest Israel vaunt themselves against me, saying, Mine own hand hath saved me. Now therefore go to, proclaim in the ears of the people, saying, Whosoever is fearful and afraid, let him return, and depart early from Mount Gilead. And there returned of the people 22,000, and there remained 10,000. And the Lord said unto Gideon, The people are yet too many. Bring them down unto the water, and I will try them for thee there. And it shall be that of whom I say unto thee, This shall go with thee, the same shall go with thee. And of whomsoever I say unto thee, This shall not go with thee, the same shall not go. So he brought down the people unto the water, and the Lord said unto Gideon, Every one that lappeth of the water with his tongue, as a dog lappeth, him shalt thou set by himself. Likewise every one that boweth down upon his knees to drink. And the number of them that lapped, putting their hands to their mouth, were 300 men. But all the rest of the people bowed down upon their knees to drink water. And the Lord said unto Gideon, By the 300 men that lapped will I save you, and deliver the Midianites into thine hand. Let all the other people go every man unto his place. Mir wird interessant in den zweiten Vers, sagt dort verstehen kann, Gideon hat uns die Menschen topgerobt, und wer man will, soll kommen und soll halten. Und da wären von ungefähr 32.000 Menschen gekommen. Und dann, wir müssen noch denken, und das 4. Kapitel, das sagt, der Feind, die wären ohne Soul, die wären nicht total. Und nu hat hier 32.000 Menschen, das hielt sich nun doll, aber in Comparison mit wie viel die Feind wären, das wird nichts, das wird noch eine so kleine Soul. Wir wollen nicht so leicht glauben, dass wir eine große Macht jengs, was die wem die Gun deuten. Aber doch, sagt der Herr, die sind noch so stark. Die haben so viele Menschen, das ist noch so schlimm, dass die muss noch wollen glauben, dass die haben den Salz gerat. Die müssen euch mehr aufnehmen, So, der Herr sagt zu Gideon, er soll was sagen, dass alle, die Angst hatten, die sollen verluten, und dann verleuten, eben der half noch, das wären 22.000, was die verleuten, wir wären aber 10.000. So, nu wird es all, wir wollen glauben allmählich, aber doch, das wird noch so viel, das wird noch so stark, was diese Schwach hier wird. Das wird so stark, als sie danach, das ist so viel, weil wir noch einmal dauern. Und dann, an eng Stunde Gideon du mit 300 Mann. Das wird eine Situation, was menschlich gedacht, das wird allmählich. Gideon hat nicht eine Chance, er würde nicht vollbringen, er würde nicht diese Menschen kennen, gewinnen. Nicht mit diesen 300 Menschen. Was hat diese 300 Menschen gegen diese Schar, wird nicht total werden. Das wird allmählich. Und wenn wir dort überchecken down, dort hielt sich ab, dort hielt sich überraschend backwards und dort hielt sich foolish. Aber wenn wir lesen down, was sein Reasoning wird, und auch, wir werden falsch abfallen an 2. Korinther, 1. Korinther, Kapitel 1. Das 1. Korinther Kapitel 1, Vers 27 but 29. So 1 Corinthians 1, verse 27 to 29. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty, and base things of the world, and things which are despised hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught the things that are, that no flesh should glory in his presence. So de Herr is almachtig, hij heeft alle kracht. En hij viert het zo, dat keiner kon pochen, kon varam komen en pochen en zeggen, kijk maar wat ik alles gedaan heb. Kijk maar hoe groot en sterk ik ben. De Herr die wil am Trafdok, hij wil am Trafdok al die herrlichheid in ihr, die traft am. En dat is waarom we moeten aufnehmen, dat hij kon aan ons toenemen, weil solange es wie groot en sterk zijn, dan is de gevaar dat we worden stalt worden, dat we worden ons abhussen en pochen van wo ze wie ergens wat kan, wo sterk ik zijn.
Und Gott will uns brücken mit seiner Macht, nicht mit unserer Macht. Er will kräftig an uns sein. Er will uns eine große Schau schatten, und die wollen gewinnen, so als von ein Mensch ist. Dat het onmogelijk is dat we dat met onze kracht gedaan hadden, dat hij die eer krijgt. Ik wil nog wat versen lezen, zum Schluss. Ik wil Philippa, kapitel 4, vers 13. Philippa, kapitel 4, vers 13. Dat is in schöner Vers, der sagt dort einfach, dort ich kann alle Dinge tun durch Christus, wer mich stärken wird. Dann will ich noch in Römer, Kapitel 8, Vers 31. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Von Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und dann noch 2. Korinther 4, Vers 7. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. So wir haben das Schatz an irdene Gefäße, dass die Excellency, dass die ihr und die Kraft von Gott ist, Gott gehören hat und nicht uns. This is the conclusion of the matter, that wir sind schwach und wir haben diese Macht an uns, dass es nicht von uns ist, dass es von Gott ist, dass heute ihr kriegt. Und dann zum Platz noch eine Offenbarung, Kapitel 4. Das ist eine Vers, ich gleich die einmal weiter. Wat het sagen dat is, ik wil in überlesen, Revelations chapter 4 verses 10 and 11. The 24 elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Dat didn't kroons voor den troon schmieden en zeiden, Du bist dort wird, Herr, zum all die Herrlichkeit ihr in Kraft kriegen, willst du aus alle Dingen geschaffen und verdienen, genießen sind die und werden die gemerkt. Ja, das ist so weit. Amen. Da gibt's keine Tränen, nichts Müdigkeit, Trübsal und Schmerz, nicht Herzen gebrochen und blutend, kein seufzendes, klagendes Herz. Die Wolken, die hier oft so dunkel erscheinen im Himmel nicht mehr. Vom himmlischen Glanze umfunkelt, ist alles so herrlich und hell. Jerusalem droben, du Schöne, ich bin auf dem Wege dahin, wo jubelt die Schar der Erlösten, die himmlischen Reihen durchziehen. Ein Heimweh nach oben erfasst mich, zur Heimat, die Gott uns erbaut. Oh, wie wird uns geschehen, wenn Jesus wir sehen, in der herrlichen goldenen Stadt. Im Himmel darf niemand bezahlen, denn alles dort oben ist frei.
dort nicht mehr veralten, stets fleckenlos glänzend und neu. Wir werden nicht hungern, nicht dürsten, nicht seufzen in Armut und Not, stets reichlich von Gütern des Himmels genießen wir droben von Gott. Jerusalem droben, du Schöne, ich bin auf dem Wege dahin, wo jubelt die Schar der Erlösten, die himmlischen Reihen durchziehen. Ein Heimweh nach oben erfasst mich, zur Heimat, die Gott uns erbaut. Oh, wie wird uns geschehen, wenn Jesus wir sehen in der herrlichen goldenen Stadt. Kein Trauerband hängt an den Türen, kein Leichenzug dort sich bewegt, kein Friedhof liegt hier an den Hügeln, kein Liebling ins Grab wird gelegt. Die Alten in ewiger Jugend verwandelt im Augenblick schnell von übernatürlichen Glanzen, sie leuchten in Ewigkeit hell. Jerusalem droben, du Schöne, ich bin auf dem Wege dahin, wo jubelt die Schar der Erlösten, die himmlischen Reihen durchziehen. Ein Heimweh nach oben erfasst mich, zur Heimat, die Gott uns erbaut. Oh, wie wird uns geschehen,